Hallo und willkommen zu einem neuen Tutorial von Mask World. Wer kennt sie nicht, die gruselige Nonne aus dem neuen Film The Nun? Ich zeige euch in wenigen Schritten, wie ihr euch in diese verwandeln könnt, weil dazu braucht man nämlich gar nicht viel. Das Gesicht wird mit schwarzem und weißem Aqua-Make-up geschminkt. Ihr startet mit einer hellen Foundation und tupft anschließend eine unruhige Struktur mit einem Schwämmchen und weißem Aqua-Make-up auf euer Gesicht. Wenn ihr feinere Augenbrauen habt, so wie ich, dann müssen die nicht unbedingt mit Wachs abgedeckt werden. Das reicht diesmal auch, die ordentlich mit weißer Schminke zu betupfen. Anschließend schminkt ihr mit schwarzem Aqua-Make-up eure Augen. Verwendet hierfür einen weicheren Lidschattenpinsel, damit ihr die Augen auch etwas verblenden könnt, und macht genauso an den Lippen weiter. Das Ganze sollte schön unruhig und ein bisschen schmutzig aussehen. Ihr müsst jetzt da nicht groß alles wunderbar verblenden, weil das Make-up ja auch ein Horror-Make-up ist. Das Auffälligste an diesem Make-up ist auch die markante Nase der Schauspielerin. Nachdem ich eine recht kleine Nase habe und die Schauspielerin eine recht große Nase, versuche ich jetzt mit etwas Latex, Milch und Watte die Nasenspitze zu imitieren. Hierfür tränkt ihr ein kleines bisschen Watte in Latex, sodass das schön weich und matschig ist. Gebt es auf eure Nasenspitze und fangt an, das Ganze in die richtige Form zu modellieren. Sobald die Nasenspitze getrocknet ist, da könnt ihr auch gerne mit einem Föhn nachhelfen, fangt ihr an, die Nase mit schwarzem und weißem Aqua-Make-up einzuschminken. Schaut dabei auch immer wieder auf das originale Foto, damit das Endergebnis wirklich so nah wie möglich am Original dran ist. Auch bei diesem Make-up gilt wie immer, Dunkles lässt zurücktreten und Helles lässt hervortreten. Um verschiedene Grautöne zu erhalten, das ergibt sich eigentlich ganz automatisch beim Malen, mischt ihr einfach schwarzes und weißes Aqua-Make-up. Mit Schwarz malt ihr dann noch fiese, krakelige Linien oder Risse. Die geben dem Make-up dann noch den finalen Schliff. Zum Schluss tupfe ich nochmal auf die Stellen, die besonders betont sein sollen, mit weißem Aqua-Make-up. Kurzer Check in den großen Spiegel passt. Ein kleiner Profi-Tipp, ich arbeite immer mit mehreren Spiegeln, und zwar einen, den ich direkt vor mir stehen habe und einen anderen, der weiter entfernt ist, weil es immer ganz gut ist, auch mal die Fernwirkung eines Make-ups zu checken. So, schnell noch die Nonnenhaube aufsetzen und die Kontaktlinsen einsetzen.
Wer noch nicht so geübt ist wie ich im Kontaktlinsen einsetzen, der macht das bitte zuallererst, bevor er mit dem Schminken anfängt. Zum Schluss schwärzt ihr eure Wasserlinie noch mit einem schwarzen Kajalstift. Alles, was ihr für diesen Look braucht, inklusive Kontaktlinsen und Nonnenhaube, verlinken wir euch in der Infobox. Wir hoffen, euch hat dieses Tutorial gefallen. Schreibt uns gerne in den Kommentaren oder stellt uns Fragen, falls es welche gibt. Wer den ganzen Look noch mit etwas Kunstblut und Zähnen abrunden will, die werden auch in der Infobox verlinkt. Wir wünschen euch eine gruselige und tolle Halloween-Party und sagen ciao und bis bald!